Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Diese Jungs haben es geschafft, haben die Illusion zurückgebracht in den Madridismo. Ich freue mich riesig auf das Spiel heute Abend um 21 Uhr gegen Elche. Natürlich gibt es ein Watch-Along. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Eine halbe Stunde vorher geht's circa los. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Heute in dem Video unterhalten wir uns unter anderem natürlich auch über dieses Spiel. Das Abschlusstraining. Wir hören uns aus der Pressekonferenz von Arbeloa mal zwei Antworten an. Eine unter anderem über einen Protagonisten, der viel zu wenig Aufmerksamkeit auch auf diesem Kanal bekommt. Den Schuh muss ich mir anziehen. Thibaut Courtois. Wir haben hier wahrscheinlich den besten Torhüter aller Zeiten. Real Madrid TV hat einen schönen Film über ihn gemacht, den schauen wir uns natürlich zusammen an. Dann unterhalten wir uns auch über Ferland Mendy. Die endgültige Diagnose steht fest. Was da los ist, erfahrt ihr. Und zu guter Letzt, ja, ich gebe mich geschlagen. Wir unterhalten uns über Arda Güler. Ihr habt mich bombardiert. Auf Instagram, auf TikTok, per E-Mail, überall schickt ihr mir die Szene von Raúl Asensio und Fede Valverde, als sie über Arda Güler reden. Ich ordne dieses Video für euch mal ein. Diejenigen, die nicht wissen, über was ich rede, keine Sorge. Gleich im Video seht ihr natürlich diesen Schnipsel. Aber wenn wir schon mal über Arda reden, habe ich eine Statistik für euch, die mich komplett umgehauen hat. Die schauen wir uns auch zusammen an. Und zu guter Letzt, wie immer an den Spieltagen, mache ich natürlich auch die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Also, viel Spaß beim Video. So Leute, es ist endlich da. Dalux Design hat mir ein Paket geschickt und wir schauen mal zusammen rein, was da drin ist. Also das erste, was mir auffällt, ist auf jeden Fall schon mal gut verpackt. Wie ihr seht, hier nochmal eine komplette Schutzfolie drumherum. Ja, oh, und eine Fernbedienung. Oder nee, eine Einbauhilfe. Mal schauen, was da drin ist. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Ich bin hellauf begeistert. Schaut euch mal bitte die Qualität an. Das ist solide und sieht dazu noch so geil aus. Und selbst wenn ihr keine Madrid-Fans seid, die machen Designs von jedem Logo, das ihr wollt. Geht also auf Dalux Design und gebt den Code ein Mario10. Ihr kriegt von mir und von Dalux 10% auf eure Bestellung. Ich kann euch so viel verraten. Das lohnt sich. Ja, ihr habt es gesehen. Ich habe einen neuen Partner, Dalux Design. Und ich weiß, viele auf diesem Kanal sind nicht nur Madrid-Fans. Sie sind auch Fenerbahce-Fans, Galatasaray-Fans, Liverpool-Fans, ja, auch Barcelona-Fans. Und Dalux Design macht die absoluten Bombenwappen. Heute Abend habe ich es heute schon hoffentlich aufgehangen, wenn ich es hinbekomme. Was soll ich sagen? Einen passenderen Partner für diesen Kanal kann es kaum geben. Also geht auf Dalux Design. Holt euch die 10%, damit unterstützt ihr nicht nur euer Portemonnaie, sondern natürlich auch meinen Kanal. Und jetzt rein in Real Madrid. Fangen wir mit der Jugendabteilung an, Real Madrid Castilla. Ich hatte euch versprochen, sobald feststeht, wann sie am Premier League International Cup gegen Manchester United spielen, ist hier der erste Ort, wo ihr es erfahrt. Ich halte meine Versprechen. Das Datum steht fest, am 7.4. Also am 7. April spielt die U19 von Real Madrid gegen die U19 von Manchester United. Das ist bereits die K.O.-Runde. Das Spiel findet um 20 Uhr statt. Ich vermute, es kommt wieder, wie alle anderen Spiele, auch auf Real Madrid TV. Sobald ich da Näheres weiß, erfahrt ihr es auch. Und jetzt rein in die erste Mannschaft, rein in den Spieltag. Ich zeige euch mal den Spieltag von heute. Wie ihr seht, Real Madrid gibt nicht den Startschuss. Wir spielen heute um 21 Uhr gegen Elche. Unsere
unsere zwei Hauptkonkurrenten haben auch Heimspiele. Und zwar, Atletico Madrid spielt zu Hause gegen Getafe. Getafe ist immer unangenehm, also da könnte das eine Pünktchen vielleicht sogar liegen bleiben. Der FC Barcelona spielt zu Hause gegen Sevilla. Im Hinspiel hat Sevilla die Böse verprügelt. Mal schauen, wie das Rückspiel aussieht. Vielleicht schont ja Barcelona den ein oder anderen Spieler für das Rückspiel gegen Newcastle. Ja, mehr oder weniger soll das bei Real Madrid auch so aussehen. Ich zeige euch mal die erwartete Aufstellung vom AS. Und wie ihr seht, die gehen davon aus, dass viel rotiert wird, dass Real Madrid einige Spieler schont für das Rückspiel im Etihad gegen Manchester City. Unter anderem auch ein Manuel Ángel soll starten und ich glaube auch, das passiert. Ein Arbeloa wurde gestern in der Pressekonferenz konkret zu Manuel Ángel gefragt, weil er nicht der Größte ist. Und er hat gesagt, Manuel Ángel braucht nicht körperlich der Größte zu sein. Er ist vom Herzen her mit der Größte und wir sind damals Weltmeister geworden als Spanien, wo kein Spieler über 1,70 Meter war. Also Fußball wird nicht nur mit dem Körper gespielt. Und er vertraut Manuel Ángel. Er wurde danach natürlich auch zu Thiago Pitach gefragt. Und er hat gesagt, es gibt nicht nur Thiago Pitach, vielleicht spielt heute auch der ein oder andere. Also wie gesagt, ich glaube, Manuel Ángel wird heute tatsächlich spielen. Ja, wer tatsächlich nicht spielen wird, ist Ferland Mendy. Ihr wisst, gegen Manchester City zur Halbzeit ausgewechselt, nach einem Zweikampf mit Semenyo oder Savinho, ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden das war. Fran Garcia ist aus der Halbzeit gekommen und Ferland Mendy musste untersucht werden. Real Madrid hat die Untersuchungsergebnisse veröffentlicht. Schauen wir uns die zusammen einmal an. Medizinischer Bericht über Mendy. Nach Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Ferland Mendy eine Muskelverletzung im Bizeps des rechten Oberschenkels diagnostiziert. Der weitere Verlauf ist noch unklar. Euch interessiert quasi fast nicht, was er hat. Euch interessiert, wie lange er ausfällt. Der Verlust des Professors. So nannte Ancelotti Mendy aufgrund seiner defensiven Klasse. Der Außenverteidiger hat sich eine Muskelverletzung ersten Grades zugezogen und wird erst nach der Länderspielpause zurückkehren. Sein Ausfall ist ein schwerer Schlag für Arbeloa. Ja. Die spanischen Medien sind sich nicht ganz einig. Einige sagen, er ist vielleicht gegen Atletico Madrid wieder da, aber Real Madrid wird da kein Risiko eingehen. Die übereinstimmende Meinung ist, er wird nach der Länderspielpause dann wieder zurückkommen. Wir wissen, Real Madrid hat nach dem Spiel in der Champions League dann noch ein sehr wichtiges Spiel gegen Atletico Madrid. Dann kommt die Länderspielpause. Danach soll Ferland Mendy zu 100% wieder fit sein. Ja, ich habe gestern gelesen, das ist der größte Arbeitszeitbetrüger auf dieser Welt. Ja, Ferland Mendy, sobald er spielt, hebt er Real Madrid auf ein anderes Niveau. Ich kann jetzt nur die Daumen drücken, dass ein Álvaro Carreras wieder fit wird für das Rückspiel gegen Manchester City. Nichts gegen Fran Garcia. Der hat einen tollen Job gemacht, aber im Etihad gegen ein Manchester City, was wild angreifen wird, gegen ein Semenyo, Álvaro Carreras vermittelt mir zumindest etwas mehr Sicherheit. Ja, und wer mir von der gesamten Mannschaft wohl die meiste Sicherheit vermittelt, und das ist wie gesagt ein Spieler, der viel zu wenig Aufmerksamkeit auf diesem Kanal bekommt, ist Thibaut Courtois, der für mich beste Torhüter aller Zeiten. Álvaro Arbeloa wurde gestern in der Pressekonferenz zu dem Belgier gefragt. Hören wir uns die Antwort einmal an. Lange Zeit herrschte unter den Madridistas Einigkeit darüber, dass Casillas der beste Torwart in der Geschichte des Clubs war. Neulich hast du gesagt, dass du im Tor noch nie jemanden wie Courtois gesehen hast. Wer von beiden ist deiner Meinung nach der Bessere? Schau, ich glaube, ich habe mit einigen der besten Torhüter der Welt zusammengespielt. Ich glaube, es waren nicht nur einige der besten Torhüter der Welt, sondern sie sind oder könnten als einige der besten Torhüter der Geschichte angesehen werden. Aber das, was Thibaut Courtois macht, habe ich bei niemandem sonst gesehen. Ich habe es neulich gesagt und bleibe dabei. Für mich gibt es keinen Vergleich mit irgendeinem anderen Torwart. Und wir erleben wahrscheinlich den besten Torwart in der Geschichte von Real Madrid. Ja, Arbeloa
hat natürlich gesagt, er hat mit sehr vielen Weltklasse-Torhütern gearbeitet, auch einem Iker Casillas. Ich meine, was soll er sagen? Aber er hat gesagt, Thibaut Courtois ist wahrscheinlich der beste Torwart in der Geschichte von Madrid, damit auch wahrscheinlich der beste Torwart in der Geschichte des Fußballs. Ja, und Real Madrid TV hatte tatsächlich schon vor einigen Wochen ein Video für Thibaut Courtois gemacht. Das habe ich für euch jetzt noch einmal ausgepackt und übersetzt. Ihr scheint ja diese Videos genauso sehr zu feiern wie ich. Also genießt dieses Video über Thibaut Courtois. Manchmal ist es besser, eine Abfolge von Bildern zu sehen und nichts zu sagen, um nicht zu verraten, von wem wir sprechen. Denn diese Gesten des Unglaubens, von Spielern mit gesenktem Kopf, die typische Geste, sich die Hände über den Kopf zu schlagen, die Arme aus Verzweiflung auszubreiten, das anerkennende Lachen mit ironischem Unterton oder das Andeuten eines Jubels von der Tribüne, all das sind Reaktionen, die der beste Torwart der Welt bei seinen Gegnern hervorruft. Noch nie war eine Rückennummer so repräsentativ. Courtois verabschiedete das Jahr auf typische Courtois-Art, mit beeindruckenden und vielfältigen Paraden gegen Sevilla, sodass am Ende das Gefühl blieb, dass dieser grüne Riese unüberwindbar war. Gegen einen Torwart mit seiner Erfahrung muss ich den Ball schon genau in den Winkel setzen, damit er vom Pfosten ins Tor springt. Er nimmt jedes Spiel wie jedes andere als eine weitere Herausforderung, bei der er alles halten will, und genau dafür arbeitet er jeden Tag. Ich arbeite jede Woche, jeden Tag hart mit Njoppis, mit den Torhütern, und am Ende versuche ich einfach der Mannschaft zu helfen. Er ist der Spieler von Real Madrid mit den meisten Einsatzminuten. Er gehört nicht zu den Torhütern der Liga mit den meisten Paraden, weil Real Madrid weniger Chancen zulässt. Er ist der Drittplatzierte im Wettbewerb, aber seine Paraden sind wie Tore wert. Wenige, aber entscheidende. 69 in allen Wettbewerben. Jener Junge, der mit Volleyball angefangen hat und davon träumte, eines Tages das weiße Trikot zu tragen, beendete das letzte Spiel mit der Kapitänsbinde des Clubs seiner Träume im Bernabeu. Nein, es war das erste Mal hier im Bernabeu. Es ist immer schön. Es ist für mich eine große Ehre, einer der Kapitäne von Real Madrid zu sein, und das noch dazu im Bernabeu. Und offensichtlich ist es ein Kindheitstraum gewesen, hier zu spielen, wenn man aus einem kleinen Dorf in Belgien kommt. Ich glaube, hierher zu kommen, nun ja, ich denke, am Ende zeigt das, dass man groß träumen muss, weil es einen sehr weit bringen kann. Und deshalb ist für mich jedes Spiel, das ich mit diesem Trikot spielen darf, ein Stolz. Eine schöne Metapher dafür, dass man, wenn man als Kind träumt, so groß werden kann wie Thibaut Courtois. Ja, absolute Gänsehaut, Real Madrid TV. Jedes Mal kochen die Emotionen bei mir hoch, wenn ich solche Videos sehe. Ja, es ist unglaublich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Du wirst natürlich mit Talent geboren, aber damit du es nach Real Madrid schaffst, reicht Talent nicht. Du musst jeden Tag harte Arbeit reinstecken. Wie oft Thibaut Courtois uns gerettet hat, alleine in dieser Saison, aber auch in den letzten Jahren. Ich bin der festen Überzeugung, wenn nicht Thibaut Courtois unser Torwart wäre, sondern irgendwer, hätten wir nicht mal die Hälfte der Titel, die wir in den letzten Jahren geholt haben. Thibaut Courtois, da gehört ein Monument vor Santiago Bernabéu. Weil er Torwart ist, kriegt er vielleicht nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient hat, auch auf diesem Kanal. Deshalb bin ich froh, dass ich heute diese Videos mit euch teilen durfte. Und ich bin wirklich mal gespannt. Lasst mal bitte in den Kommentaren eure Gedanken zu Thibaut Courtois, ob er für euch auch der beste Torhüter aller Zeiten ist. Ja, und bevor ich zu meiner Aufstellung komme, ihr wisst, ich verstecke mich vor keinem Thema. Auch wenn ich in den letzten Tagen nicht zu diesem Clip gekommen bin, weil bei Real Madrid so viel los ist. Wie gesagt, ich habe auf Instagram mindestens 15 Mal dieses Video zugeschickt bekommen und die Frage, Mario, willst du nicht hierüber reden, etc. Ja, damit ihr überhaupt wisst, über was ich reden soll. Hören wir uns mal an, was da passiert ist. Ich habe das für euch unten auf Deutsch übersetzt. Ahí no, pero me refiero cuando estamos un poco en defensa organizada, que tú estás metiendo de 5, sí, claro, ayuda ahí porque si no, estamos 8 minutos. Claro, por eso, si ustedes se meten nos ayuda mucho. El problema es que va mucho a la izquierda, ¿sabes? A bajar de recibir, ahí nos mata. Ja, das war in der Halbzeit zwischen dem Spiel Celta Vigo gegen Real Madrid. Da stand es 1:1 und Celta Vigo wurde immer stärker. Ein Fede Valverde hat das erkannt und hat einem Raúl Asensio gesagt, hör mal, ich gehe ein bisschen mehr ins defensive Mittelfeld, nicht mehr so offensiv, ich helfe hinten weiter aus. Und Asensio, der als Innenverteidiger eine Lösung gesucht hat, hat ihm gesagt, hör mal,
Bleib lieber auf der rechten Seite. Borja Iglesias lässt sich immer nach da fallen und mit Arda etc., da kommen die immer gefährlich drüber. Ja, und ich habe Verständnis und finde es sogar gut, wenn Spieler eine Lösung versuchen zu finden unter sich, wenn sie ein Problem finden. Aber nicht so. Nicht hinter dem Rücken eines anderen Mitspielers. Sowas mag ich überhaupt nicht. Dann hol ihr den Arda dazu und sag, hör mal Arda, der Borja, der lässt sich immer auf deine Seite fallen. Wie können wir dich da unterstützen? So hinter dem Rücken von einem anderen Spieler, boah, sowas mag ich nicht. Das erinnert mich so ein bisschen damals an Benzema, wo er zu Mendy gesagt hat, hör mal, der Vini, der spielt für die anderen. Das ist natürlich was ganz anderes, was Benzema gemacht hat zu Vini. In diesem Fall hat ein Asensio jetzt einen Arda nicht beleidigt oder gesagt, der spielt für Celta. Es ist logisch, dass Arda als Offensivspieler in der Defensive gegen einen 2 Meter großen Borja Iglesias Hilfe braucht. Das ist das Normalste auf der Welt. Aber ich finde es nicht schön, das hinter den Rücken eines Spielers zu klären. Hol dir den Arda in das Gespräch rein und sagt, hör mal, wie lösen wir als Mannschaft das Problem? So entstehen solche Clips, die mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Ja, also nicht schön. Wie dem auch sei, sind meine Gedanken. Vielleicht seht ihr das ja anders. Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren. Aber lasst uns positiv werden. Jetzt habe ich eine Statistik von Arda für euch, die euch definitiv ein Lächeln ins Gesicht bringen wird. Und zwar hat StatMuse, das ist eine amerikanische Statistikseite, mal aufgenommen, welche Spieler die meisten Torchancen in der Champions League kreieren. Und ich glaube, wenn man an Tore in der Champions League denkt, denkt man an die Bayern, man denkt an Arsenal, man denkt an Barcelona etc. Mannschaften, die viele Tore schießen. Aber man denkt ganz bestimmt nicht an Real Madrid, die in dieser Saison nicht mal unter den Top 8 gelandet sind. Real Madrid, die wirklich eine Saison voller Höhen und Tiefen gespielt haben. Ja, und erst recht denkt man nicht an den Arda Güler, der so oft defensiv arbeiten musste, helfen musste, ganz selten auf seiner Position gespielt hat und auch noch immer der Erste ist, der ausgewechselt wird. Also wie soll Arda in dieser Statistik nach oben kommen? Ja, schaut euch mal die Zahlen an. So, das ist doch nicht normal. Auf dem 5. Platz fangen wir damit an. Alejandro Grimaldo als Verteidiger, Respekt. Dann haben wir da einen Kylian Mbappé. Dann haben wir da einen Julian Alvarez. Wir haben da einen Michael Olise, wo alle denken, Olise muss mit Abstand Erster sein. Die Bayern gewinnen doch jedes Spiel 5-0. Ja, und alle haben 26 Torchancen kreiert. Und Arda Güler, dieser verrückte Typ, hat 29 Torchancen kreiert. Und ihr seht auch die Minuten, weil viele sagen, Madrid hat 2 Spiele mehr, aber das hat damit nichts zu tun. Arda hat 789 Minuten, ein bisschen mehr als Olise. Aber selbst ein Julian Alvarez oder ein Grimaldo haben deutlich mehr Minuten als der. Und von allen Spielern auf der Welt, von allen Spielern in Europa, im schwersten Wettbewerb, den es gibt, in der Champions League, ist dieser Junge der die meisten Torchancen von allen kreiert. Also die ganzen Hater, die ganzen Kritiker, es gibt kein Argument, um das zu rechtfertigen, außer dass dieser Junge absolute Weltklasse ist. Und wenn du das nicht siehst, wie gesagt, entweder du schaust Fußball mit den Füßen oder du hast irgendeinen Hate gegen Arda oder gegen Real Madrid. Eine andere Erklärung gibt es dafür nicht. Ja, wie gesagt, dieser Junge ist absolut überragend. Und ob dieser Junge es in meine Ausstellung für das Spiel heute Abend schafft, das seht ihr jetzt. Ja, um meine Ausstellung von Anfang an etwas zu erklären. Wir spielen zu Hause gegen den Tabellen 17. Elche. Die sind zwar stark, sind in den letzten Wochen im Formtief, aber natürlich werden die gegen Real Madrid heute alles raushauen, ist klar. Trotz alledem haben wir ein schweres Spiel wie Manchester City vor der Brust. Da ist die Messe noch lange nicht gelesen. Real Madrid muss in City topfit sein, deshalb würde ich auch rotieren. Mein Torwart heute wäre tatsächlich Andrei Lunin. Der Ukrainer muss auch irgendwann mal spielen. Thibaut Courtois topfit in City würde ich persönlich fühlen. Mein rechter Verteidiger wäre Dani Carvajal.
Trent Alexander-Arnold, bloß keine Verletzung vor dem Spiel in City. Auf der Innenverteidigung würde ich spielen mit einem Raúl Asensio und einem Dean Housen. Antonio Rüdiger soll sich ein bisschen schonen. Und Asensio gehört einfach mal wieder in so einem Heimspiel in die Mannschaft. Der braucht das auch für sein Selbstvertrauen. Mein linker Verteidiger, ja, und ich glaube nicht, dass ich es sage, aber wir haben keine andere Alternative. Fran Garcia. Mondi verletzt, Carreras angeschlagen, Fran Garcia. Auf der 6 tatsächlich würde ich Manuel Angel spielen lassen. Ein sehr spielstarker Sechser gegen eine Mannschaft wie Elche, die sehr viel presst. Glaube ich, sein Spielaufbau kann der Mannschaft helfen. Wer soll ihn da auf den 2 Achter-Positionen unterstützen? Natürlich Thiago Pitarch und Eduardo Camavinga. Aber mir ist es wichtig, dass wir gegen Mannschaften wie Elche, die sehr hoch pressen, fußballerisch starke Spieler auf dem Platz haben. Deshalb, wer soll da auch helfen? Auf der 10 natürlich Arda Güler. Wir wissen vom Fitnesszustand, der ist der stabilste der Mannschaft und wird immer sehr früh ausgewechselt. Also der sollte genug Energie haben. Und er soll nebenbei vorne auch noch 2 Stürmer füttern. Für mich wären das Vini Junior, der spielt sowieso immer und der soll auch spielen. An seiner Seite würde ich heute mal Gonzalo spielen lassen. In City hat mir Brahim sehr gut im Hinspiel gefallen, würde ich ihm im Rückspiel auch machen lassen. Also, ich würde mit Gonzalo starten und das wäre meine Aufstellung für das Spiel heute gegen Elche. Ja, ich bin gespannt. Was sagst du zu meiner Aufstellung? Was sagst du zu meinem Video? Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, teile dieses Video. Hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, macht das. Nächstes Ziel 30.000. Es wäre der Wahnsinn, wenn wir das erreichen. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dahin. Allo Mavi!